Du kannst. So, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Let's Play Table Tennis. Nachdem wir in einem unserer ersten Trainingsvideos schon den Vor- und Topspin auf Unterschnitt hatten, möchte ich mich mal um die andere Seite kümmern. Das ist heute der Rückhand-Topspin und die Technikerklärung. Viel Spaß und bleibt dran. Auf geht's. Okay, so. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen wedeln, Leute. Wir sind hier im Hochsommer, über 30 Grad heute und man schwitzt hier total in der Halle. Aber wir machen trotzdem für euch das Tutorial, dafür sind wir da. Kommen wir jetzt zu einem Basiserklärungsvideo zur Rückhand-Topspin-Technik und wir machen das heute auf Überschnitt, also auf ganz normalen Ball, nicht auf Unterschnitt. Und Folgendes ist zu beachten: Wichtig ist, dass wir parallel mit den Beinen spielen. Ja, grundsätzlich fangen wir damit an. Und die Rückhand-Topspin-Technik ist ein Angriffsball, der mit Überschnitt gespielt wird. Und das ist erstmal die grundsätzliche Sache. So, Ausholphase ist, dass wir auf das äußere Bein etwas verlagern und den Arm mit nach hinten nehmen. Wichtig ist dabei jetzt, dass wir in dieser Drehung die Schulter nach vorne nehmen, die Schulter nach vorne und den Ellbogen nach vorne. Und er muss deutlich über dem Tisch bleiben, damit der Schlag dann stabil ausgeführt werden kann. Ja? Wenn er unten ist, kann er dann hier so wegknicken und der Schlag ist nicht kontrolliert. Hat man aber den Ellbogen vorne als Drehachse zentriert, hat man eine sehr große Stabilität, dann aus Unterarm und Handgelenk zu beschleunigen. Also, merkt euch, beim Ausholen Ellbogen und Schulter nach vorne drehen. Zweite wichtige Sache ist, wenn wir hier sind, müssen wir unbedingt eine Vorspannung aufbauen im Handgelenk. Ja, das ist nämlich ganz wichtig, um dann so eine Art Peitschenprinzip nach vorne durchzuführen und zu beschleunigen. Ja, Vorspannung im Rumpf durch Schulterdrehung und Ellbogendrehung und noch eine extra Vorspannung im Handgelenk. Genau. Wir sind jetzt auf dem äußeren Bein und führen den Schlag nach vorne aus der Drehachse Ellbogen. Bam. Ja, immer wieder diese Vorspannung. Vorspannung vorm Körper treffen den Ball. Ganz wichtig ist jetzt, wieder nochmal auf den Ellbogen zu verweisen, denn das ist nämlich die Schwierigkeit beim Rückhand-Topspin. Wir müssen in der Schlagebene bleiben. Der Winkel muss ungefähr gleich bleiben und muss dann in der Schlagebene nach vorne kommen. Verliert man die Schlagebene, indem man hier hoch geht oder hier wieder runter macht, dann wird dieser Schlag nicht funktionieren. Und darauf müssen wir achten. Und das ist das wichtige Element beim Rückhand-Topspin. Die Schlagebene einhalten mit der Vorspannung, mit der Drehachse. Ja, das sind so 3 wichtige Punkte, die drin bleiben müssen. Kommen wir jetzt zum Balltreffpunkt. Der Balltreffpunkt muss wieder, wie beim Vor- und Topspin im letzten Video, worauf ich hier nochmal verlinke, gestriffen werden. Der Ball muss gestreichelt werden. Und so müssen wir Rotation, Überschnitt erzeugen. Ja, und das ist ganz wichtig, wenn der Ball kommt, dass wir ihn streifen und nun die ganzen Sachen, die ich gesagt habe, einhalten. Schlagebene halten, Rotation erzeugen. Wenn man den Ball früh nimmt, kann man mehr auf Tempo gehen. Wenn man den Ball ein bisschen mehr auf sich zukommen lässt und der Ball fällt, kann man mit einer Flugkurve mehr auf Rotation gehen. Beides hat seine Vorteile und seine Nachteile, muss man sich dann darauf konzentrieren, was halt im Spiel angesagt ist und richtig ist. Und nach dem Balltreffpunkt
schwingen wir den Schläger nach vorne aus, wir treffen ja den Ball voll im Körper, nach vorne aus auf ungefähr Höhe der Schlagschulter. Dabei bleibt die Schlagebene immer noch die gleiche. Okay. Kommen wir nochmal zum Fazit und zum Überblick, was die wichtigen Elemente beim Rückhand-Topspin sind. Also ganz wichtig ist in der Vorbereitung die Schulter- und Ellbogendrehung nach vorne, um einen Drehpunkt zu haben für den Schlag. Dann brauchen wir des Weiteren Vorspannung im Handgelenk. Ja, wir müssen dann den Ball streifen, wenn wir den Ball treffen. Wir müssen die Schlagebene einhalten und wir können halt auch variieren mit dem Balltreffpunkt. Je früher man nimmt, desto mehr geht man auf Tempo, desto weniger Zeit gibt man dem Gegner. Und wenn man den Ball länger auf sich zukommen lässt, zieht man mehr mit Rotation und mit Ballflugkurve und der Gegner muss sich darauf besser anpassen und das ist ein guter Wechsel im eigenen Spiel, den man einbringen kann. So. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist und mir zugehört hast. Ich hoffe, du baust den Rückhand-Topspin in deinem Training ein, der wird dir helfen, weiter voranzukommen. Wenn einer dieser Tipps für dich hilfreich vielleicht war, dann kannst du es ja mal in die Kommentare schreiben, was für dich hilfreich war. Da würden wir uns sehr über Feedback freuen. Und ja, dem sei nicht mehr hinzuzufügen. Habt noch einen schönen Sommer, eine schöne Sommervorbereitung. Wir wünschen euch viel Erfolg bei den ersten Spielen, wo auch immer ihr spielt, in Deutschland oder in Europa. Hoffentlich haben wir schon Zuschauer aus Europa. Ich habe letztens gesehen, wir haben Zuschauer aus Thailand. Ja, eine YouTube-Studio gezeigt. Ist nicht Europa. Ja, aber Thailand ist Thailand. Nee, in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.